Verrennt sich hier Bluetti komplett oder ist das die neue Referenz für Balkonkraftwerke? Genau das möchte ich mit euch zusammen hier im Video herausfinden. Also bleibt dran! Bluetti greift nun mit dem Balco 260 hier den klassischen Balkonkraftwerkspeichermarkt an und verspricht auch gleich eine ganze Menge. Wenn ich mir hier so das technische Datenblatt anschaue, so sieht das doch schon mal recht beeindruckend aus, aber genau das möchte ich heute wissen. Ist das alles wirklich ein Fortschritt oder doch eher nur eine Art Marketing? Ganz wichtig, das geballte technische Datenblatt ist doch sehr umfangreich. Ich werde euch hier nicht mit viel Geräte langweilen. Das heißt, ich werde euch einfach immer mal die technischen Daten zwischendurch einblenden. Wenn ihr sie euch anschauen wollt, drückt einfach die Stopp-Taste im Videoplayer. Okay, was mir natürlich jetzt hier als erstes auffällt, ist das Design des Gerätes. Hier sehen wir gleich ein sehr schönes neues Design und ganz wichtig für mich, hier sieht man auch, dass mal so ein Balkonkraftwerkspeicher nicht nur zweckgemäß sein soll, sondern auch wirklich mal sehr schön aussehen kann. Denn dieses Gerät kann man auch mal bedenkenlos bei sich in die Wohnstube oder in den Flur stellen und es sieht trotz alledem wirklich sehr schön aus. Aber seien wir mal ehrlich, die wenigsten kaufen so einen Speicher nur, weil er gut aussieht, sondern wichtiger ist, was im Inneren steckt. Wie ihr seht, das Gerät ist äußerst robust gefertigt und natürlich nicht nur für den Innenraum geeignet, sondern kann natürlich auch im Außenbereich eingesetzt werden. Schauen wir uns als erstes das Konzept etwas näher an. Wir sehen, wir haben hier ein Baukastenprinzip. Das heißt, wir können hier mehrere Akkus aufeinander stapeln. Eine Einheit hat eine Kapazität von 2560 Wattstunden. Wir können hier noch 5 zusätzliche Akkus drunter stapeln und kommen somit auf mehr als 15 kWh Speicher. Diese Einheit hat noch einen weiteren Vorteil. Sie kann nämlich noch mit anderen Einheiten kommunizieren, zum Beispiel über Wi-Fi. Somit können wir 6 Einheiten miteinander koppeln und uns so eine große Einheit aufbauen mit 6 insgesamt bestehenden Einheiten, was also bedeutet, wir können uns hier wirklich eine sehr große Anlage aufbauen. Was kann das System? Was bringt es mit an technischen Eigenheiten? Wir drehen es einfach mal hier etwas rum. Wir sehen hier auf dieser Seite 4 MPPT-Tracker. Das heißt, wir haben hier 4 einzelne MPPT-Tracker. Diese arbeiten in einem Spannungsbereich von 15 bis 60 Volt. Jeder einzelne Tracker kann ca. 600 Watt verarbeiten. Das heißt, in der Summe können wir hier 2400 Watt maximal anschließen. Das heißt, mehr als genug. Damit können wir quasi unsere Balkonkraftwerkleistung voll in den Speicher einbringen. In Deutschland dürfen wir maximal 2000 Watt aufs Dach legen. Das heißt, dieses können wir hier ohne Probleme anschließen und das wird auch von der Einheit ohne Probleme geschluckt. Da hier natürlich eine ganze Menge an Power zusammenkommt, haben wir hier auf der Rückseite auch ein schönes Kühlkonzept. Das heißt, wir haben hier eine passive Kühlung, die natürlich dafür sorgt, dass der Wechselrichter und das ganze System ordentlich kühl bleibt. Dann drehen wir das Ganze nochmal herum und kommen hier zu den weiteren Anschlüssen. Hier sehen wir einen AC-Output. Dieser AC-Output ist natürlich wettergeschützt. Das heißt, wir haben hier sogar eine Verriegelung. Wir können die Steckdose sogar verriegeln. Wenn wir sie entriegeln und aufklappen, haben wir drunter eine Steckdose, die Off-Grid uns 1200 Watt liefern kann. Das heißt, das Gerät kann natürlich, wenn es mit dem Netz verbunden ist, hier aus der Steckdose mehr Energie abgeben, bis zu 2300 Watt. Das heißt, wir können 1100 Watt noch zusätzlich aus dem Netz ziehen und 1200 Watt hier aus dem Wechselrichter quasi herausholen und somit deutlich größere Geräte hier anschließen, als was der Wechselrichter leistet. Wichtig, das geht natürlich nur On-Grid. Off-Grid haben wir 1200 Watt zur Verfügung. Hier drüben haben wir noch einen kleinen Input-Stecker. Das ist der AC-In. Hier schließen wir quasi unseren Netzanschluss an. Um das Kabel anzuschließen, stecken wir es einfach an. Wir haben hier oben eine kleine Sicherungsschraube. Das heißt, diese einfach nach oben halten, den Stecker hier so anbringen. Es klickt und er ist verriegelt. Hier oben mit der Sicherungsschraube können wir das Kabel nochmal zusätzlich sichern. Wollen wir es entnehmen, einfach hier diese Entriegelung betätigen und so wieder entfernen. Ganz wichtig, wir haben natürlich hier oben auch ein Brandschutzkonzept, was also bedeutet, wenn hier drinnen mit den Batterien was passiert, ist hier oben noch ein Ventil, dass der Druck aus dem Gerät natürlich bei eventuellen Risiken entweichen kann. Das ist absoluter Standard und sollte heute mittlerweile auch jeder Balkonkraftwerkspeicher mitbringen. Hier können wir zusätzlich das Gerät noch mit einer Erdungsschraube anschließen und haben es damit auch nochmal zusätzlich geerdet. Ein ganz wichtiger Punkt zum Brandschutz. Bluetti gibt hier natürlich an, dass ein sogenannter
Thermal Runaway, also dementsprechende Flammen im Gerät, natürlich auch im Gerät eingeschlossen bleiben und nicht nach außen dringen können. Das ist sehr wichtig, gerade heute für das Thema Brandschutz, denn hier haben viele Hersteller jetzt mittlerweile dazugelernt, Bluetti auch, und setzen hier auch ein dementsprechendes Brandschutzkonzept ein. Das Marketing verspricht uns hier eine extrem einfache und simple Installation nach dem Motto: einfach das Kabel zusammenstecken, ab in die Steckdose und fertig ist die Laube, ganz ohne Elektriker. Und der reine mechanische Aufwand, geben wir es einfach mal zu, ist wirklich sehr simpel und sehr einfach. Einfach Klick, passt und das Gerät fährt hoch. Aber Vorsicht, was für gesetzliche Voraussetzungen hier in Deutschland gelten und was hier wirklich geht, das schauen wir uns mal hier etwas näher an. Denn gesetzlich sind Balkonkraftwerke auf 800 Watt Ausgabeleistung gedrosselt. Aber hier das System kann etwas mehr. Denn über die Backup-Steckdose kann das System natürlich mehr als 800 Watt liefern. Das ist für Haus, Home und Garten natürlich ideal. Hier können wir nämlich dann dementsprechend größere Verbraucher anschließen und unseren Solarstrom auch nutzen, wenn wir mehr als 800 Watt verbrauchen. Auch wichtig, so kann das Gerät natürlich auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung fungieren und wertvolle Geräte weiter mit Strom versorgen. Zum Beispiel, wenn wir mal einen Stromausfall haben. Hier können wir das Gerät zum Beispiel auch im Vorfeld vollladen, wenn zum Beispiel Schlechtwetterlagen oder ähnliches drohen, und unsere Geräte einfach hier dahinter anschließen. Ich zeige es einfach mal mit diesem Lüfter. Wir sehen, er ist eingeschaltet, und wenn wir jetzt mal pauschal einfach das Stromnetz trennen, hier, ich trenne das Stromnetz, seht ihr, er läuft nahezu unterbrechungsfrei weiter, und das ist natürlich auch ein sehr großer Vorteil. Aber wichtig, die 800 Watt Einspeiseregelung, die hier in Deutschland gilt, wird natürlich von dem Balkonkraftwerkspeicher hier beachtet, und Bluetti hält sich hier an die gesetzlichen Vorgaben. Nun stellt sich die Frage, wie steuern wir das Balco 260? Wir haben ja hier unseren Power-Button, diese Infografik oder dieses Info-Display, und als zweites benötigen wir die Bluetti-App. Diese installiert ihr, meldet euch an und sucht einfach nach dem Balkonkraftwerkspeicher. Dieser lässt sich problemlos und sehr schnell hier in der App hinzufügen. Wichtig, verbindet den Speicher am besten noch mit eurem WLAN, und wir können natürlich alternativ hier auch noch diverse Smart Meter hinzufügen, wie zum Beispiel von Shelly oder von der hauseigenen Marke. Auch zu erwähnen, das System ist natürlich auch mit smarten Steckdosen kompatibel, und somit sind wir eigentlich mit der Einrichtung schon komplett und das System ist betriebsbereit. Kommen wir zu guter Letzt zu einem Fazit oder anders ausgedrückt zu meinem Senf mit M dazu. Ich gebe also mal kurz meinen Senf zu dem Gerät ab. Das heißt, das Gerät an sich, was gefällt mir hier sehr gut? Ihr seht es, die Optik gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, denn dieses schöne Weiß und diese Optik hier oben macht wirklich was her. Das Grundkonzept gerade für den ersten richtig echten Balkonkraftwerkspeicher von Bluetti ist wirklich gut umgesetzt. Das Gerät kann viel, es ist mit diversen Smart Metern kompatibel. Wir haben eine Backup-Steckdose, wir haben ein sehr gutes Brandschutzkonzept und wir haben 4 MPPT-Trecker zu je 600 Watt. Das ist schon mal alles sehr top. Des Weiteren ist das System natürlich auch noch massiv erweiterbar. Aber was gefällt mir jetzt noch nicht ganz so gut? Fangen wir als erstes an, was mir hier drüben aufgefallen ist. Wir haben hier drüben unsere einzelnen Strings oder unsere einzelnen Steckkontakte für unsere MC4-Stecker. Hier haben wir so eine kleine Vertiefung, in denen die Stecker sitzen, und ihr seht es hier, ich komme nicht so richtig an die Krallen dran. Das heißt, hier ist es ein bisschen fummelig, diese Stecker abzunehmen, aber das muss man nicht ganz so oft machen, deswegen ist das Meckern auf hohem Niveau. Auch verbesserungswürdig wäre vielleicht hier noch die Backup-Steckdose. 1200 Watt ist schon ordentlich für den Standardgebrauch, aber ein bisschen mehr wäre hier vielleicht auch wünschenswert. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Hier, das ist ein Vorserienmodell. Das heißt, vieles, was ich hier gezeigt und erwähnt habe, kann sich natürlich dann noch in der Endserie etwas ändern oder vielleicht sogar auch verbessern. Wichtig zu erwähnen, mein Senf ist natürlich immer meine Meinung. Wenn ihr euch das System mal selber anschauen wollt, so packe ich euch den Link sowie auch einen 5% Rabattcode unten in die Videobeschreibung. Übrigens hier auch ein Transparenzhinweis. Dieses Video entstand in Zusammenarbeit mit der Firma Bluetti. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr mich und meinen Kanal unterstützen, schaut auf meiner Homepage vorbei. Dort habe ich eine Kaffeekasse eingerichtet. Dort könnt ihr mich und meine Projekte unterstützen. Übrigens, ein Abo und einen Daumen hoch wäre natürlich auch schön. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Marc auf YouTube.